Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Ende Januar will ich ein bisschen was Neues in meiner Wohnung haben und dann halt so ein bisschen frischen Wind in das, was man jetzt monatelang angeguckt hat. Und so ähnlich verhält sich das auch mit der Webseite. Und weil es Anfang des Jahres ist, habe ich mich viel mit diesen Webdesign-Trends beschäftigt und ich habe auch schon in vorherigen Videos dir ein paar coole Effekte gezeigt und in diesem Video zeige ich dir 3 Webdesign-Trends für 2025. Es gibt viel, viel mehr, ne? Also wollen wir mal ganz ehrlich sein. Und vor allem, wie du diese in Wix umsetzt. Und eins davon ist etwas, was ihr euch gewünscht habt, nämlich das Hamburger Menü für Desktop. Also, für alle, die mich nicht kennen, also nur so übrigens, ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum und für alle anderen. Nice to have you back! Und wir legen los! Eins der Designtrends für 2025 ist das sogenannte Hamburger Menü für den Desktop. In der mobilen Ansicht ist der allzeit gegenwärtig, da erwartet man den, aber mit dem Aufkommen von eher minimalistischen Webseiten und gleichzeitig auch mit dem Aufkommen von immer mehr Nutzern auf dem iPad, also auf Tablets, hat sich jetzt so dieses Hamburger Menü auch auf den Desktop eingeschlichen. Grundsätzlich finde ich ihn wirklich sehr schnicke und ich zeige dir gleich, wie du diesen auch in Wix erstellen kannst, aber es bleibt abzuwarten, ob tatsächlich die Nutzerfreundlichkeit in dieser Variante gegeben ist. Alles, was du machen musst, ist, früher war das recht kompliziert, jetzt hat Wix auch mit der Einführung von Studio das ganz einfach gemacht ist. Du gehst auf Plus, Menü und Ankerlinks und du findest hier auch schon eine Auswahl von Hamburger Menüs. Du suchst dir eins aus, was dir gefallen würde. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, schiebst es an die korrekte Stelle und gehst dann Schritt für Schritt in den Einstellungen vor. Du hast die Möglichkeit, in jedem Hamburger Menü, unabhängig davon, welches du jetzt auswählst, entweder nur Text und Symbol auszuwählen oder eben nur Symbol. Nichts würde ich nicht empfehlen. Das ist so wie im Leben, ne? Du solltest immer etwas haben. In diesem Fall finde ich das Wort Menü eigentlich ganz nett. Dann ist nur noch die Frage, wie ist die Positionierung auf der Box, die ich übrigens auch verändern kann. Unter Design hast du dann eben die Geschichten wie der Hintergrundfüllung, was für einen Text du nimmst, ob es Ränder gibt, Ecken, Schatten, Layout oder auch was für ein Symbol es sein soll und natürlich die Mouse-Over-Funktionen. Im Menü bearbeiten hast du hier die Möglichkeit, die Hintergrundbox, die sich eben aufgemacht hat, zu gestalten und die besteht einmal natürlich aus dem Menü, was du wiederum auch als ein erweitertes Menü festlegen kannst. Das bedeutet, wenn ich das nicht tue, wird in diesem Menü genau das angezeigt, was ich hier im Webseitenmenü drin habe. Es wäre fast sozusagen das Äquivalente zu dem mobilen Menü. Ich kann aber auch einfach unter erweiterte Einstellungen mir ein separates Menü zusammenstellen, genauso wie wenn man Mega-Menü erstellt. Da verlinke ich nochmal ein Video dazu, wie das eigentlich genau geht. Und Moment. Und gleichzeitig kannst du aber auch innerhalb dieses orangefarbenen Widgets, das ist das hier, kannst du auch noch andere Design-Elemente hinzufügen, ähnlich wie bei einem Mega-Menü. Wichtig ist ein Close-Button, diesen solltest du nicht entfernen und unter Einstellungen hast du noch die Möglichkeit, dass sie nicht unbedingt auf den Close-Button zielen müssen, sondern dass sie eben auch, egal wo sie außerhalb tippen, auch die Box zumachen können und du kannst die Hintergrundüberlagerung anzeigen oder nicht.
unter Layout hast du die Möglichkeit, entweder Vollbild auszuwählen oder individuell, ob es rechtsbündig ist, also auf dieser Seite, links, auf der linken Seite, würde ich fast nicht empfehlen, wobei, das würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich erwarte das Menü eigentlich immer rechts, vielleicht weil ich Rechtshänder bin. Und natürlich unter Design hast du eben hier noch die Möglichkeiten, andere Farben hinzuzufügen, ebenfalls die Ränder. Und das bezieht sich jetzt wirklich nur auf diesen orangefarbenen Widget. So, also wie du siehst, nichts Kompliziertes. Zweiter Webdesign-Trend 2025 ist sogenanntes Glasmorphismus, was einen 3D-Effekt der ganzen Seite geben soll, und auch dieser lässt sich ganz einfach in Wix darstellen. Das Grundelement ist etwas im Vordergrund, das wie aus Glas erscheint und sozusagen durchsichtlich alles auf der Seite darstellt. Kommt ganz gut, wenn etwas auf der Seite auch darstellbar ist, dass man es halt eben auch sieht. Funktioniert wie folgt. Du hast entweder einen Streifen mit einem Bild, es funktioniert übrigens auch mit 3D-Videos, auch das ist möglich. Und was du brauchst, ist eine Containerbox. Also es funktioniert nicht bei Bildern, es muss eine solide Farbe sein und eine Box. Die schönsten Effekt finde ich, wenn die Ecken, so wie jetzt in dem Beispiel, auch abgerundet sind, dann wird das Ganze nochmal betont. Dafür klickst du dann auf Design anpassen, gehst auf Füllkraft und Farbe und veränderst jetzt erstmal nichts an der Intensität, sondern wählst die Grundfarbe aus und dann hast du hier die Möglichkeit, Glaseffekt anzuwenden. Jetzt kannst du die Blur-Intensität nehmen. Wie du siehst, sieht man im Hintergrund wie durch eine Glasscheibe mit einer Tönung. Da gibt es wirklich sehr coole Sachen. Ich habe es jetzt auch auf meiner Seite angewandt. Das ist ein Designtrend, den finde ich persönlich ganz spannend. Da kann man nämlich solche Dinge darstellen und ich mag diesen leicht futuristischen Look, insbesondere wenn man eine Kombination von 3D-Elementen hat, aber auch sehr kräftigen Farben. In Pastell sieht es meiner Meinung nach wirklich ein bisschen kacke aus. Ein weiterer Designtrend, den ich sehe, der in Wix aber gar nicht so einfach darzustellen ist das sogenannte horizontale Scrollen. Also normalerweise gibt es ein Scrollverhalten von oben nach unten und dieses Scrollverhalten ist entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Das wirklich traditionelle Scrollverhalten wäre, dass diese zwei Bilder versteckt wären und nur eins wäre sichtbar und sobald man scrollt, werden auch die anderen zwei sichtbar. Das habe ich nicht rausgefunden, wie man das machen kann, aber was du machen kannst, ist, dass du trotzdem ein Scrollverhalten machst, indem, wenn eben die Webseite scrollt von oben nach unten, dass sich das Element entweder von der linken oder von der rechten Seite einschiebt. Alles, was du brauchst, ist ein Repeater. Spielt keine Rolle, was für ein Repeater es ist. Es ist abhängig davon, was du möchtest. Und gehst hier unter Animationseinstellungen unter Slide. Es gibt eine ähnliche Variante, die auch enthüllen heißt. Finde ich, ist letztendlich ziemlich subtil. Sieht man eigentlich fast nicht. Also Slide wäre hier die richtige Variante. Und unter Animationseinstellungen kannst du bestimmen, was für ein Navigation-Tipp ist es. Das heißt, wenn man reinkommt, wenn es rausgeht oder durchgehend. Und zwar von rechts,
von links, also dann bitte nicht von oben und unten nehmen, sondern nur diese zwei Varianten hast du es halt eben und dann erzielst du einen solchen Effekt. Durchgehend heißt, er geht durch den gesamten Bildschirm. Ne? Also finde ich eigentlich ganz cool, muss man wie alles, das sage ich ja immer, mit Bedacht nehmen. Aber es ist mal ein Feature, das sieht man nämlich nicht so oft. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's Wix it, deine Petra.